BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Freitagabend, Flutlichtspiel, ausverkaufte Hütte. Es geht gegen Ingolstadt und wir stimmen euch darauf ein. In Berlin wurde die Siegesserie gestoppt, jetzt soll eine neue gestartet werden. Dortmund gegen Ingolstadt, dieses Duell gibt es erst zum 4. Mal überhaupt. Und gestern den Vertrag verlängert, heute im Feiertagsmagazin Gonzalo Castro. Ja, wie es der Zufall will, bist du dann heute auch im Feiertagsmagazin. Ich freue mich natürlich, dass du heute hier bist, aber noch mehr freue ich mich natürlich, dass du deinen Vertrag verlängert hast bei Borussia Dortmund. Im vergangenen Sommer hast du dich bis ans Lebensende mit deiner Jasmin gebunden. Und jetzt vielleicht das Karriereende in Dortmund? Ja, jetzt habe ich es mit BVB gemacht. Ja. Nein, ja, es war richtig, dass ich geheiratet habe letztes Jahr im Sommer mit Jasmin und jetzt die erfreuliche Nachricht, dass ich nochmal um ein Jahr verlängert habe. Was waren die Gründe für dich zu sagen, so jetzt verlängere ich auch? Ja, wir fühlen uns sehr, sehr wohl in der Stadt, in dem Verein. Vor allem ich fühle mich sehr, sehr wohl von Tag 1 hier beim BVB zu spielen und das Trikot tragen zu dürfen. Es ist immer eine Ehre, hier vor so vielen Zuschauern vor der gelben Wand immer aufzulaufen und die Spiele zu gewinnen und vorher auf jeden Fall noch keins verloren zu haben. Macht auch einen zufriedenen Eindruck. Danke. Alles ist gut. Das ist Danke. toll. So spielst du auch und Gonzo fühlt sich beim BVB wohl. Das merken wir alle. Es läuft ja auch bestens für ihn und auch für unseren BVB. Der BVB hat seine Ziele in dieser Saison alle noch im Blick. Der Abschluss der englischen Wochen. Der BVB in allen Wettbewerben voll auf Kurs. In Europa unter den besten 8. Im Halbfinale des DFB-Pokal Platz 3 in der Liga. Zuletzt nach 3 Siegen in Folge der Dämpfer gegen Hertha. Jetzt gilt es gegen Ingolstadt eine neue Siegesserie zu starten. Nach dem 3:3 im Hinspiel stehen die Zeichen auf Revanche. 3 Punkte vor der Länderspielpause. Genau der richtige Ausklang nach zuletzt intensiven Wochen. Ja, im Beitrag kam es zur Sprache. Eine verrückte Partie. Wie hast du sie in Erinnerung? 3:3 nach 0:2 und 1:3 Rückstand? Ja, es war sehr, sehr so ein Wechselbad der Gefühle, glaube ich. Wir haben in der ersten Halbzeit, glaube ich, das Spiel dominiert, aber trotzdem durch 2 Standardtore in Rückstand geraten. Und dann ist es natürlich schwer, dann auswärts nochmal zurückzukommen. Aber wir haben es schon oft mal bewiesen, dass wir es geschafft haben und dass wir eine tolle Moral haben. Und das haben wir in dem Spiel dann auch nochmal gezeigt. Ja, in der Hinrunde gab es rund um das Ingolstadt-Spiel 4 Spiele ohne Sieg. Was macht dich zuversichtlich? Seid ihr inzwischen gefestigt da? Ja, außer dem Spiel in Hertha glaube ich, dass man auch mal 2-1 gewinnen könnte oder Hertha halt 2-1 gewonnen hat. Es war es war ausgeglichenes Spiel, denke ich. Deswegen haben es beide Seiten hätten es verdient, gewinnen zu können, aber leider hat es Hertha dann gemacht. Aber ich denke, dass wir dann davor die 3 Bundesligaspieler mit dem Benfica-Spiel sehr, sehr gut gespielt haben und vor allem immer sehr, sehr sicher gestanden haben. Im Hinspiel gab es das Unentschieden, und Ingolstadt ist auch nicht so einfach zu bespielen. Was macht sie so unangenehm? Ich glaube, durch den Trainerwechsel haben sie nochmal so einen neuen Mut, neue Hoffnung geschöpft. Aber ich denke, dass sie halt sehr, sehr so ein bisschen unberechenbarer sind. Vorher waren sie ein bisschen berechenbarer, aber ich denke, jetzt durch den neuen Trainer spielen sehr, sehr gut nach vorne. Sie haben sehr schnelle Leute auch vorne und deswegen macht sie auch im Konterspiel dann sehr, sehr gefährlich. Wie sich die Mannschaft oder die Jungs auf die Partie gegen Ingolstadt vorbereiten und welche Spieler Thomas Tuchel tatsächlich zur Verfügung hat, sehen wir uns jetzt einmal in unserer Teambesprechung an. Ein letztes Spiel im März. Das 5. der vergangenen 14 Tage. Da ist Rotation fast schon vorprogrammiert. Einer fehlt am Freitag sicher. Ousmane Dembélé ist gesperrt. Für ihn könnten André Schürrle, Christian Pulisic oder Emre Mor starten. Ob die angeschlagenen Aubameyang, Sokratis und Weigl wieder mitwirken können, entscheidet sich kurzfristig. Ganz egal, welche 11 Thomas Tuchel auf den Platz schickt, das Ziel ist klar. Der 09. Heimsieg in der Liga.
Ja, man sieht hier beim Training Spaß. Habt ihr schon, was war das letzte Bild? Was ist das? Ja, das Siegerteam. Das war wir. Achso, und dann gibt es ein Siegerfoto? Ja, klar. Ja. Muss ja festgehalten werden. Am Dienstag habt ihr die Aufgabe im Pokal gelöst gegen Lotte in Osnabrück. Und wenn du dir Lotte anschaust, die spielen in der 3. Liga. Dafür spielen sie diszipliniert sehr gut, taktisch sehr gut, kämpferisch sehr gut. Nur, ich habe nach 20 Minuten gesagt, das können die nicht 90 Minuten durchhalten. Ja, das wussten wir, dass sie die ersten 20, 25 Minuten überpacen, sich totrennen oder sich an alles reinwerfen, was es nur gibt auf dem Platz. Aber wir wussten auch, solange wir die Null halten, dass wir kein Tor kassieren, damit die keine Euphorie schöpfen können, wir die Euphorie quasi wegnehmen in jeder Minute, die es dauert im Spiel. Das haben wir auch geschafft in der ersten Halbzeit und dann haben wir in der zweiten Halbzeit dann einen hervorragenden Konter, glaube ich, dann sehr, sehr gut ausgenutzt. Usman kannst du nicht 90 Minuten... Nein, er stand zwar nur 10-mal im Abseits, aber irgendwann stand er halt nicht im Abseits und das war dann das. Ist sowas dann auch ein Thema bei euch? Oder ich habe ihn heute ein bisschen damit aufgezogen, ja. Auch wenn er noch weiß, was Abseits ist, aber ein bisschen kann er denn drüber lachen? Ja, er kann. Er ist ein sehr, sehr lustiger Kerl und sehr, sehr witzig. Das stimmt zwar jetzt nicht ganz 10-mal, aber viel weniger war es nicht. Ja, aber knapp. Du hast außerdem beim Spiel gegen Lotte eine sehr, sehr gute Tat getan. Ich? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ach so, ja, bestimmt, ja. So ein Torschützen zum 3:0. Ja, Schmelle hat wieder getroffen. Das wird auch in die Geschichtsbücher von Borussia Dortmund eingehen. Es war ja schon beim Quiz-Taxi im Wintertrainingslager Thema. Aber die wirklich wichtige und entscheidende Frage, Gonzo, ist, was hat er dir eigentlich geboten, unser lieber Schmelle, dass du da weggehst? Was hat er dem Torwart geboten, sagen wir es mal so. Schmelle, das muss er mitkriegen. Und dann nimmt der Maß, zieht ab und der Ball, der war mit so viel, der war ja mit 400 Stundenkilometer unhaltbar dann. Ungefähr, irgendwann brechen die Hände dann auch weg bei den Geschwindigkeiten, ne? Ja, kannst du einfach dann nicht verteidigen oder halten. Das ist halt, der ist ja bekannt für seinen linken Bums, der Schmelle, und endlich hat er mal das Tor getroffen. Da können wir uns für das nächste Quiz-Taxi, können sich inzwischen alle ein bisschen vorbereiten, ne? Ja, auch gut. Diesmal sind es nicht mehr 8.400. Ja, oder so halt. Ja, wir sind jetzt ein bisschen weniger. Naja, hat ja nur 3,5 Jahre gedauert. Ja, gut. Ist ja nicht schlimm. Schmelle auch einfach drauf. Damit steht es auch fest. Im Halbfinale geht es gegen die Bayern. Und ist es dir lieber, vielleicht jetzt im Halbfinale gegen die Bayern zu spielen? Um ehrlich zu sagen, ja. Also, wenn du das Spiel gewinnst in München, dann hast du sehr, sehr gute Chancen, das Finale auch zu gewinnen. Oder bist auf jeden Fall erstmal Favorit, und wir wissen aber auch, wie schwer es ist, in München zu gewinnen. Aber es ist halt ein K.O.-Spiel, es geht um ein Spiel und da geht es um alles. Und wir wissen es ja schon vor jetzt ein paar Jahren hintereinander, wie es dann im Halbfinale geht. Was es sonst noch Wichtiges bei unserem Verein gegeben hat in dieser Woche, sehen wir beim Spielfeldrand. Es ist nicht nur Positives. Verletzungspech bei Jakob Brun-Larsen. Der U19-Spieler hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen. Damit ist die Saison für den Topscorer der Junioren-Bundesliga West leider gelaufen. Kleines Trostpflaster für den 18-jährigen Schwarz-Gelb hat seinen Vertrag unter der Woche verlängert. Das dänische Ausnahmetalent wird im Verein bis mindestens 2021 erhalten bleiben. U23 weiter obendran. Am vergangenen Wochenende hat sich unsere zweite mit 2:0 gegen den Bonner SC durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Daniel Farke bleibt dem Spitzenreiter Viktoria Köln damit dicht auf den Fersen. Das Gipfeltreffen zwischen den beiden Top-Teams der Regionalliga West steigt am 25. März in der Roten Erde. Dritte Ausgabe der BVB Footgolf Challenge. Diesmal hieß es Marc Bartra und Mikel Merino gegen Shinji Kagawa und Adrian Ramos. Wie sich die beiden Teams geschlagen haben und wer sich am Ende durchsetzen konnte, seht ihr in der kompletten Folge bei BVB Total.
Ja, wie ihr seht, eine sehr launige Geschichte und die komplette Folge der BVB Food Challenge, die gibt es jetzt bei BVB Total zu sehen, seit gestern. Eine sehr launige Nummer. Ja, da haben sich deine spanischen Landsleute ganz gut geschlagen. Marc war kürzlich hier zu Gast und der ist ja richtig heiß drauf, Deutsch zu lernen. Braucht er dich noch oder Mikel? Mikel eher weniger. Also Mikel versteht schon sehr, sehr viel. Aber Marc, wenn es nicht ein Video dazu gibt, dann ist es schwer. Nee, aber es ist auf jeden Fall, die sind sehr bemüht. Also beide, also Mikel konnte ja schon ein bisschen Deutsch durch seine Tante. Aber für Marc war es halt komplettes Neuland. Aber der hat auch Spaß dran. Der Junge ist Wahnsinn. Also wie viel Power der hat, also das ist wie so ein Duracell. Ja. Batterie, Duracell-Männchen, das ist Wahnsinn, echt Wahnsinn, ja. Tolle Jungs, die wir dazu bekommen haben. Auf jeden Fall, ja. Ja, ihr habt euch sicherlich die ganze Zeit gefragt, was ist denn das für eine tolle Figur? Gonzo. Ja. Hol sie mal. Können wir ja mal kurz in die Kamera halten. Das ist die 3D-Figur von Staramba. Und Gonzo gibt's ab sofort im Shop zu kaufen. Und ihr wurde da gescannt und mit circa 50, 60 Kameras fotografiert. Und daraus ist eine sehr, 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 sehr ähnliche, hübsche wolltest du sagen, oder? Unfassbar hübsche Figur entstanden, die rein zufällig Gonzo ähnelt. Ja, so kann man es auch sagen. Nein, aber das ist ja wirklich toll. Also ja, also sehr gut getroffen, muss man sagen. Schaut doch einfach mal rein bei staramba.com, da kann man selbst sich auch informieren, so eine Figur machen zu lassen. Also nicht nur von unseren Spielern, sondern auch von euch selbst. So, du weißt, es geht so langsam auf das Ende zu. Ja. Das bedeutet Zweikampf, Gonzo gegen Nobby. Oh. Tor oder kein Tor. Wie ist das letzte Mal ausgegangen? Ich habe, glaube ich, noch nie verloren. Das ist ein Schwartlappen. Das ist ein Schwartlappen. Ja, Tor oder nicht Tor, Gonzo gegen Nobby. Es sind Szenen aus der Saison 04/05. Das war die Saison, als Gonzo angefangen hat, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Also bunte Bilder. Ja, endlich, ne? Weil letztes Mal war es da Schwarz-Weiß-Welle, wo du noch gespielt hast. Deswegen ist jetzt mal ein faires Match. Ja, ich bin mal gespannt, ob du dich an deine erste Saison erinnerst oder ob du so fokussiert warst auf dein eigenes Spiel, dass du die anderen Partien gar nicht wahrgenommen hast. Müsste ich eigentlich. Ich bin gespannt. Das ist eine Ecke auf jeden Fall. Ja, ein Koller noch. Ich sag kein Du kannst mir sagen, kein Tor. Also ob ich anfangen soll oder Nee, nicht. ich sag kein Tor. Würde ich jetzt auch sagen. Aber ich sag dann einfach Tor. Weil du so schnell warst. Der wird gehalten, das Ja, siehst du. das ist zu ist nah ja dran. völliger Blödsinn, was ich da mache. Aber trotzdem sage ich Tor. Du kannst auch sagen kein Tor. Nee, du hast ja kein Tor gesagt. Wer schießt denn überhaupt? Ich hab gar nicht geguckt, wer geschossen hat. Lars Ricken? War das Lars? Hildebrand. Hildebrand. Gut gehalten. Das war Der Brenner. Brenzka. Der Brenner. Markus Brenzka. Ich wusste gar nicht, dass er in der Zeit mal aufs Tor geschossen hat. Der war doch immer zum hinten. Drehen. Ja. 1-0 für Gonzo. Werder Bremen, die Trikots kenne ich. Das ist doch echt doof. Scheiße. Ich sag kein Tor. Kann ich das Gleiche sagen? Eigentlich nicht, ne? Okay, ich mach's fair, ich sag Tor. Ja. 2-0 für dich. Geht vorbei. Ich sag Tor. In den Pfosten rein.
Der Innenpfosten ist ja gegangen, aber. Florian Kringer. Florian. 2:1. Ja. Wie viele gibt's denn? Wie viele sind? 3. Ach so, habe ich schon gewonnen, ne? Du hast gewonnen, du kriegst jetzt einen Pokal. Lebenslang frei essen. Wo? Wo Wo ich immer will. Wo du zahlst. möchtest? Du zahlst. ich. Das ergibt folgenden neuen Zwischenstand. 40 Nobby, 35 für meine Gäste. Ja, du hast ein bisschen was tun können. Ja, ein Punkt leider nur. Darfst auch nicht wiederkommen. Ich bin dann in 2 Wochen wieder hier, ne? Das, nee. Das wird mir dann zu knapp. Ja, du hast doch noch ein bisschen Vorsprung. Ja, aber dann holen wir lieber hier die anderen. Das war's. Ach ja, hätte ich ja fast vergessen. Diese Woche gibt es das Heimtrikot, das Auswärtstrikot und die Torwart-Trikots. Besonders rabattiert. Normal kostet das Trikot 79, jetzt kostet es 59. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich jetzt ein Trikot zu holen. Und dann die Unterschrift von Gonzo drauf. Nochmal eine Unterschrift. Du kannst das ja jetzt. Ja, Ne? jetzt habe ich es geübt. Bisschen. Dann ist es 3-mal so viel wert. Das war's heute vom Feiertagsmagazin. Gonzo, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Morgen geht's gegen Ingolstadt. Ihr müsst die Daumen drücken. Aber ich bin zuversichtlich, dass unsere Jungs den nächsten Dreier einfahren werden. Das war's. Tschüss, macht's gut. Bis dahin. Ciao.